Wir sind in Cusco, dem kulturellen Herzen Perus. Bunte Märkte, Straßenmusik, wir sind mittendrin und genießen das bunte Chaos. Denn wir wissen, morgen sieht alles wieder anders aus. Ein Werkstattaufenthalt fordert unsere Geduld und unsere Nerven. Zwischen Ölgeruch und Ersatzteilen erleben wir, wie die Dinge hier geregelt werden und hoffen, dass wir bald wieder auf die Straße können. Okay, das war ein bisschen anders als vorgestellt. Ich dachte, die pressen das auch raus, aber es ging wohl nur mit Gewalt. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben, schön euch in Cusco dabei zu haben. Wir sind in dieser weltberühmten peruanischen Stadt, konkret auf dem Hauptplatz, und auch hier gibt es schon so viel zu sehen. Also diese Kirchen, die Gebäude, die Inka-Kultur, die man hier fast in jedem Stein spüren kann, und natürlich auch die Menschen. Also es ist hier allein schon super spannend, aber wir freuen uns natürlich, mit euch noch mehr von der Stadt zu erleben. Wir sind ja schon seit ein paar Tagen in Cusco und kommen immer wieder hier runter in die Stadt, und eigentlich jedes Mal, dass wir hier sind, ist irgendeine Aktion auf dem Hauptplatz. Entweder salutieren irgendwelche Gruppen von Menschen oder sie tragen irgendeine Monstranz durch den Platz. Also es gibt immer irgendwas, was hier los ist. Tagsüber, morgens, abends, egal wann. Also es ist immer was los. Nicht weit vom Hauptplatz gibt es hier eine von vielen schönen Gassen, und diese hier ist aber besonders, denn sie versinnbildlicht so ein bisschen diese Inka-Architektur kombiniert mit der spanischen Architektur. Zum Beispiel diese Wand, diese riesigen Steine hier, die kommen noch von den Inkas. Man sieht, die haben nicht mal Zement benutzt, um diese Steine zu verbinden. Denn sie haben einfach so exakt gearbeitet, dass diese Steine so perfekt aufeinander passen. Und es gibt hier sogar einen Stein mit 12 Winkeln. Und bei Machu Picchu soll es wohl einen geben, der, ich glaube, 36 Winkel hat. Und trotzdem passen diese Steine dann da so perfekt aufeinander. Also es ist faszinierend. Und man sieht auch, dass die unterste Schicht immer aus kleineren Steinen besteht, denn hier gibt es viele Erdbeben. Und diese kleinen Steine, die gleichen diese Bewegungen aus, wenn es bebt. Und dann sind die oberen großen Steine viel stabiler. Also dann kann das Gebäude diese Beben abfangen. Es ist wahnsinnig interessant. Es gibt noch tausende weitere Sachen dazu. Es ist ja, wirklich faszinierend, was die Inkas damals geleistet haben. Es ist auch kein Wunder, dass die Spanier diese Mauern nicht abgerissen haben, sondern einfach oben drauf gebaut haben. Bis heute weiß man nicht, wie das genau gebaut wurde, also wie die Steine so perfekt geschliffen, dass sie so perfekt aufeinander passen. Überall hier in Cusco verteilt sieht man immer wieder Frauen in traditionellen Kleidern mit Alpakas, die für Touristen sich bereitstellen, um Fotos zu machen. Und meistens haben sie ein erwachsenes Alpaka und noch ein kleineres Tierchen mit, das in Tücher gewickelt ist und meistens so im Arm getragen wird. Oft sagen sie, das wäre ein Baby-Alpaka, aber eigentlich ist es ein Lamm. Da wird ein bisschen geschummelt, also trotzdem total süß. Also ja, herzzerreißend. La blanca, creo que sí. ¿Oder? Sí, la blanca. Sí, la blanca. Aquí.
¿Te gusta? Sí, me gusta. Wir sind jetzt in einem Viertel von Cusco, San Blas heißt das. Das hat ganz kleine verwinkelte Gassen, ist richtig süß mit den weißen Fassaden und Blumentöpfen. Ja, und wir sind keine 2 Minuten hier, schon haben wir zugeschlagen. Das sind eben so ganz süße kleine Läden auch und Stände. Da haben wir so eine Tasche gekauft, die gefällt mir richtig gut. Und für die haben wir jetzt 15 Soles bezahlt, das sind knapp 4 Euro. Und sie meinten, es ist Alpaka-Wolle. Bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte schon hinkommen. Ja. Ja, wieder ein tolles Souvenir gefunden. Wenn wir hochlaufen, merken wir immer noch, wie wir so richtig ins Schnaufen kommen. Ja, es ist immer noch, also die Puste bleibt am weg, aber ich glaube, uns geht es noch relativ gut, Ja. weil wir sind ja schon länger auf der Höhe. Also wir merken gar nichts, wir sind einfach außer Puste, aber wir haben ja keine anderen Symptome. Ja, aber ich glaube, viele, die jetzt einfach so direkt nach Cusco kommen, direkt in die Höhe aus Europa, also bei denen merkt man schon, die sind ganz schön am Kämpfen. Ja, man darf nicht vergessen, also wir sind hier auf über 3.500 Metern, also es ist nicht Flachland. Nein, wirklich nicht. Und Cusco ist ja wirklich so in die Hänge gebaut, Ja. also da kommt man gut ins Schnaufen. Also das Schnauben lohnt sich. Wir haben jetzt eine richtig schöne Aussicht über ganz Cusco. Aber es ist schon lustig, wir haben schon mit mehreren Peruanern darüber gesprochen, wie wir immer außer Atem kommen. Und sie selbst kommen teilweise schon auch außer Atem, aber anscheinend, das wurde uns so erzählt, haben sie eine vergrößerte Lunge, weil sie einfach in diesen Bedingungen schon aufgewachsen sind und der Organismus einfach daran gewöhnt ist, dass er halt mehr Sauerstoff aus der Luft rausziehen muss. Und das macht er eben damit, dass er eine größere Lunge aufbaut. Also das würden wir über Jahre hinweg vielleicht auch irgendwann teilweise kriegen, aber das so als Tourist keine Chance. Und das Blut hat auch mehr rote Blutkörperchen. Klingt erstmal sehr gut, weil dann kann ja der Körper auch mehr Sauerstoff aufnehmen. Aber anscheinend gibt es auch eine Kehrseite, denn diese vielen roten Blutkörperchen können wohl auch die Blutadern dann mit der Zeit verstopfen. Und das heißt, mit dem Alter kommen viele Menschen wieder in die tieferen Ebenen Richtung Küste, damit sie diese Probleme nicht haben. Denn das belastet auch zusätzlich die Organe und kann tatsächlich ernste gesundheitliche Einschränkungen mit sich bringen. Hier ist richtig viel los. Man merkt, dass Cusco so ein richtiger Hub ist für all die Touristen, die hierher kommen, um weitere Sachen zu entdecken, nicht wahr? Ja, es ist Wahnsinn, so viele Menschen hier, Ja. überall Musik, es ist richtig laut. Ja, aber es macht auch Sinn, weil in der Umgebung gibt es ja das Heilige Tal mit Machu Picchu und weiteren Sehenswürdigkeiten und auch verschiedene Exkursionen in die Natur. Also es gibt hier so viel in der Umgebung. Ja, das startet alles von hier aus. Ihr wisst ja, wie gerne wir auf Märkten sind. Natürlich können wir uns da dementsprechend auch den Zentralmarkt nicht entgehen lassen. Hier drin in dieser riesigen Halle ist er und da findet man so ziemlich alles, was man sich vorstellt. Kann natürlich nicht widerstehen und wie immer gibt es am Markt die besten Früchte. Also gibt es jetzt Kaktusfeigen und noch eine Drachenfrucht. Ja, und mal gucken, was wir sonst noch alles finden.
einfach jedes Mal so ein Erlebnis auf den Märkten. Und es ist ja nicht nur diese Farbenpracht, die Früchte, das Gemüse, sondern auch einfach die Menschen hier zu erleben, die hier, wie sie einfach miteinander auch interagieren, wie sie leben, wie sie ihren Alltag machen. Weil, also klar, es ist schon auch touristisch, aber man merkt, dass hier eben auch die Locals immer noch herkommen und hier zum Essen vorbeikommen, zum Einkaufen. Und das ist so das richtig Schöne. Es lebt einfach so von dieser gelebten Kultur. Hier ist wieder so viel los. Man läuft hier durch diese Stände durch und es riecht so fein. Also hier sind wir in der Abteilung Essen und man sieht das richtig feine Essen, das sie da servieren. Aber für mich ist es so ein bisschen, ja, ich habe halt so viele Allergien. Ich würde es so gerne probieren, aber ja, ich weiß halt nie, was drin ist. Und das will ich halt einfach auch nicht riskieren. Aber ich würde mir hier wahrscheinlich den Bauch vollschlagen. Ich bin im 7. Himmel. Die Tüte ist komplett voll mit Früchten und Gemüse. Und auch dieser Fruchtsaft, den ich mir am Ende noch geholt habe, sie hat zu viel gemixt und meinte, ich muss jetzt noch den halben Becher erstmal leer trinken, damit sie nachfüllen kann und dass das nicht verschwendet wird. Das ist einfach Ananas, Papaya, Banane. Richtig lecker, einfach richtig frisch. Ja, und der Markt ein Erlebnis. Aber wir hatten ja auch sonst schon kulinarische Erfahrungen sammeln können. Wir waren ein paar Mal hier schon essen, haben auch Spezialitäten probiert, die ja vielleicht ein bisschen Überwindung kosten, aber im Endeffekt, also wenn man sich schon entscheidet, Fleisch zu essen, dann kann man ja auch nicht groß unterscheiden zwischen Kuh oder Lamm oder was auch immer. Was haben wir eigentlich gegessen? Immer Tiere, die man isst. Also ich hatte einmal Alpaka und wir haben sogar Kui, also Meerschweinchen einmal probiert. Da waren wir besonders skeptisch, aber ich muss sagen, es war gar nicht mal so schlecht, wenn man ausblendet, wie das Tierchen aussieht. Ich hatte als Kind immer Meerschweinchen, aber gehört halt zur Kultur und wir wollen die kennenlernen, ohne einfach Vorurteile zu haben. Drum, ja. Aber jetzt ist es auch Zeit. Wir gehen zurück zum Van, der wartet auf dem Campingplatz auf uns. Da müssen wir auch hinspazieren, das machen. Buenos dias! Wir haben heute einen wichtigen Termin. Es geht nämlich in die Werkstatt und deshalb sind wir auch schon unterwegs. Wir sind kurz vor 8 losgefahren und erstaunlicherweise hält sich auch die Rush Hour in Grenzen. Also wir kommen sehr gut voran. Es ist auch gar nicht mal so ein dynamisches Fahrgeschehen, wie es jetzt auch schon in anderen Orten war. Von dem her ein guter Start in den Tag und wir hoffen natürlich, dass der Tag weiterhin so gut fortschreiten wird. Okay. Wenn der Dorfpolizist das sagt, dann machen wir das so. Wir sind hier in der Werkstatt von Bruno. Er wurde uns von mehreren Reisenden empfohlen und auch auf iOverlander sind die Kommentare voll des Lobes, also fühlen wir uns hier sehr gut aufgehoben. Wir fangen jetzt als erstes an, die Flüssigkeiten zu checken. Das macht er einfach grundsätzlich, wenn ein Auto reinkommt. Und wir dachten erst, vielleicht braucht es gar nicht. Aber ja, er hat Geräte, die wir schon lange nicht gesehen haben. Er kann das Öl messen und auch die Kühlerflüssigkeit, Bremsflüssigkeit wird er sich angucken. Und das sind einfach Sachen, die wir schon viel zu lange vernachlässigt haben. Also schauen wir uns das mal kurz an. Wir gehen davon aus, dass es in Ordnung ist, aber so bekommen wir wenigstens Sicherheit. Und falls doch nicht, dann können wir gleich reagieren. En este caso el etileno y propileno que lleva tu refrigerante. En propileno vas a poder ver que está en 50. Sí. Esto en realidad es un poco más empírico, vamos a decirle, ¿ya? Ich glaube, hier sind wir an der richtigen Stelle. Auf jeden Fall haben sie die richtigen Werkzeuge
um auch die Flüssigkeiten zu messen, ob die noch gut sind oder nicht gut sind. Also jetzt haben wir festgestellt, dass wir auf jeden Fall die Bremsflüssigkeiten wechseln müssen. Das war noch Öl, ist noch gut, können wir noch ein paar tausend Kilometer lassen. Wissen noch nicht, ob wir es trotzdem wechseln werden oder nicht. Und die Kühlmittelflüssigkeit ist auch noch gut, also das lassen wir auch noch drin. Ja, das fängt schon mal gut an. Der eigentliche Grund, wieso wir hier sind, ist, dass wir ja doch ein paar Geräusche unter dem Fahrzeug haben. Da wurde festgestellt, dass wir ein paar Sachen ersetzen müssen. Zum einen ist es die Spurstange, beide Seiten, links und rechts. Dann haben wir noch die, wie heißen die? Traggelenke. Die Traggelenke, genau, beide Seiten. Dann haben wir noch die Koppelstange für den Stabilisator und das Radlager, was noch ersetzt werden muss. Ich riskiere es jetzt mal und lasse die Jungs alleine arbeiten. Ich hoffe sehr, dass sie ohne mich klarkommen. Nee, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gut klappen wird. Ich setze mich jetzt erstmal in den Warteraum und arbeite ein bisschen was. Ich glaube, so kann ich die Zeit besser nutzen, als wenn ich denen sogar vielleicht im Weg stehe. Von dem her, ja, wird ein produktiver Tag heute hoffentlich. Blue sky above yellow ground. Like leaves I keep on falling through the cracks in the streets tonight. I wanna walk right out of this world. So long, so long, so long, so long. Das Traggelenk kommt nicht raus, es ist so festgefahren, also so festgefressen, dass es überhaupt nicht rausbringen, egal ob mit Hitze, mit Hämmern. Das heißt, der ganze Hub kommt jetzt weg und dann bringen sie es zu einem anderen Mechaniker, der das quasi rauspressen kann und dann können sie das neue Traggelenk reinpressen. Ja, geht halt nicht anders. Ist jetzt gar nicht ganz klar, ob es wirklich die Spurstangen sind mit den Spurstangenköpfen, die gewechselt werden müssen, oder ob das Problem tatsächlich sogar tiefer liegt. Anscheinend äußert sich das ähnlich. Das heißt, ja, man muss es einfach auseinanderbauen, um wirklich zu sehen, wo das Problem liegt. Haben wir damals in Salta, wo quasi die Diagnose gestellt wurde, nicht gemacht. Da klang es sehr eindeutig nach Spurstange, also so wurde es uns gesagt. Ja, und jetzt müssen wir gucken, ob der Fehler eben nicht doch ein bisschen komplexer ist. Was heißen würde, dass wir die Teile eben doch nicht da haben und natürlich auch die Arbeiten umfangreicher sind und fraglich ist, ob wir hier die richtigen Teile finden würden. Es ist Freitag, falls sie heute nicht fertig werden, ist fraglich, ob wir vielleicht das ganze Wochenende hier sein müssen in der Werkstatt, weil ja, so kommen wir ja nirgendwo hin. Ja, keine Ahnung, es wird sich zeigen. Vielleicht ist es auch wirklich nicht so ein Problem und es ist tatsächlich doch nur die Spurstange und es ist in Ordnung, also einfach zu lösen. Mal gucken. Werkstatttag, yay! Que también nosotros cuando apretamos, la parte de acá también calza aquí. O sea, la fuerza no lo hace tanto así. Mira, si te das cuenta, tiene juego. Mira cómo se gira lo de adentro. Auch auf der anderen Seite kommt das Traggelenk nicht raus, das heißt, auch da müssen wir alles ausbauen und das zum Spezialisten bringen, damit er es rauspresst. Naja, ist halt so, wenn die Sachen alt und korrodiert sind, dann kommen sie halt nicht so raus, wie sie sollen. Wir machen eine kleine Exkursion. Wir gehen 2 Blöcke weiter zum Herrn, der die Presse hat. Wir haben die Teile mit. Teile? Die Teile. Ja, und er versucht jetzt die alten Teile, die festsitzen, rauszuholen und die neuen einzupressen. Ja. Pero se ve como crece Cusco.
está creciendo. Cuando yo estaba en la universidad, no habían tantos gatos. No. Ok, es aquí. Vale, ya estamos. Es la vaca. El rodaje igual. Okay, das war ein bisschen anders als vorgestellt. Ich dachte, die pressen das auch raus, aber es ging wohl nur mit Gewalt. Jetzt hoffen wir, dass sie zumindest die neuen Traggelenke reinpressen. Also sonst, naja. Yo tenía mi jefe Roberto que le había atrapado allá en el mundo. Y seguro viene esto. Te he comprado otro rete, ¿no? Ese es el viejo. El viejo, se lo he empujado y se queda. Zwischenzeitlich hat das richtig wild ausgesehen, aber ja, jetzt ist alles drin. Jetzt laufen wir zurück in die Werkstatt und dann, ja, dann hoffen wir, dass wir das alles montieren können. Und wenn wir schon unterwegs sind, nutzen wir die Gelegenheit und wir haben uns hier an der Ecke ein, glaube ich, recht typisches Gericht aus Peru geholt. Seco de pollo con arroz. Ich habe keine Ahnung, was es ist, ehrlich gesagt. Irgendwas mit Hühnchen und Reis. Wir werden es gleich herausfinden, wenn wir in der Werkstatt sind und es essen. Beziehungsweise ich werde es essen, weil wir haben ja keine Ahnung, was drin ist. Also ist Roberto raus. Schade. Ja, hat auf jeden Fall gut ausgesehen. Okay. Da ist irgendein Wasser noch drin. Ich nehme an, das ist zu trinken. Also da schwimmt auch irgendwas drin. Also entweder ist es unreines Wasser oder ich glaube eher irgendwie so ein, keine Ahnung, vielleicht Kokoswasser oder sowas. Probiere ich nachher gleich. Hallo Hundi, du riechst das, gell? Siente la comida. Ven, vamos. Mejor lo cierro, ¿ya? Ah, okay. Gracias. Der Hund kam gleich vorbei. Okay, und so sieht das aus. Seco de pollo, ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennt. Mit Kartoffeln und Reis und Karotten. Doch, das wird gut. Un guata. Ein Guete. Das muss wir wegstellen. Die Fahrerseite ist mittlerweile fertig oder zumindest so gut wie fertig. Wir arbeiten noch an der Beifahrerseite. Es ist mittlerweile auch schon 4:45. Wir müssen noch die Bremsflüssigkeiten wechseln und noch zur Spureinstellung gehen. Keine Ahnung, wenn wir das fertig machen sollen. Aber es dauert halt so lange, wie es dauert. Sie arbeiten auf jeden Fall korrekt und präzise. Und am Ende des Tages ist das das Wichtigste. Und wenn wir morgen nochmals hierher kommen müssen, um noch ein paar Kleinigkeiten fertig zu machen, dann ist es so. Das Wichtigste ist, wie gesagt, dass alles richtig ist und dass wir danach ohne Probleme weiterfahren können. Es ist auf jeden Fall auch ein richtig langer Tag, aber irgendwann mal werden wir sicherlich auch heute noch fertig werden. Der Werkstattaufenthalt hat sich nochmal ganz schön in die Länge gezogen. Also an dem Tag haben wir bis in die Nacht gearbeitet und Bruno hat wirklich alles daran gesetzt, dass er uns noch auf die Räder kriegt, damit wir nicht in der Werkstatt übernachten müssen. Aber trotzdem mussten wir am nächsten Tag nochmal in die Werkstatt kommen, um
fertig zu werden, weil es hat einfach alles viel länger gedauert als erwartet, dadurch, dass sich alles so festgesetzt hatte und ja, doch aufwendiger war als erwartet. Ja, also gab es noch einen zweiten Tag in der Werkstatt. Doch auch am zweiten Tag lief nicht alles nach Plan. Wir sind zwar zur Spureinstellung gefahren, das hat erstaunlicherweise richtig gut funktioniert. Die haben das einmal eingestellt, das Lenkrad war gerade, das Fahrzeug fuhr geradeaus. Also da haben wir auf jeden Fall schon schlechtere Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel in Santiago de Chile, da mussten wir 3-4 Mal gehen, bis es dann funktioniert hat. Wir haben dann noch die Bremsflüssigkeit gewechselt und da ist leider dann der Kopf der Schraube abgebrochen. Das hat dann Ewigkeiten gedauert, bis wir dann die Schraube dann rausbekommen haben. Haben wir zwar dann irgendwann mal geschafft und dann haben wir noch den Dieselfilter gewechselt und da ist das nächste passiert. Der Motor, der hat Luft eingesaugt und dann ging das Ewigkeiten, bis er wieder starten wollte. Also wir hatten da schon richtig Bammel, dass es nicht mehr funktioniert, aber ja, am Ende hat auch das funktioniert und wir waren richtig froh, dass Bruno sich so viel Zeit genommen hat. Wir hatten zwar geplant, nur einen Tag da zu sein und am Ende waren es 2, aber die Arbeiten wurden gut gemacht, also wir sind jetzt auch ein bisschen rumgefahren und man merkt schon, dass die Teile jetzt alle neu sind und dass das Fahrzeug wieder richtig gut fährt. Damit ist das Werkstattthema erstmal durch, würde ich sagen. Hoffentlich. Nee, ganz bestimmt. Wir haben das so beschlossen. Also Werkstätten gibt es erstmal keine mehr. Ja, wir packen aber jetzt zusammen und dann geht es für uns weiter. Wo es hingeht, seht ihr im nächsten Video. Wir hoffen, ja, ihr hattet Freude an diesem Video. Abonniert doch gerne den Kanal, hinterlasst doch gerne ein Like da. Oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Hasta luego. Wichtig ist... Bis zu jetzt. Die Architektur. Okay, es gab nicht. Halt weitere Sachen zu besprechen. So.